Sie ist eine Legende. Aljona Savtschenko, sechsmalige Weltmeisterin und 2018 endlich Olympiasiegerin. Oh mein Gott, du hast jetzt erreicht das, was du geträumt hast. Sie hat viel mitgemacht, auf dem Eis und privat. Alles klar. Mama und Papa haben sich gerade wieder gestritten. Das wird wieder toll. Eigentlich kannst du gleich nach Hause gehen. Ein Umzug verändert Aljona Savtschenkos Leben, führt sie in lang ersehnte Höhen. Innere Freiheit, das Gefühl haben, zu fliegen, ohne dass jemand zurückhält. Das wird eine Kür für die Ewigkeit sein. Die Befreiung einer Eisprinzessin. Die Alpen, Oberstdorf. Seit 4,5 Jahren ist Aljona Savtschenko hier zu Hause. Und während der Vorbereitung auf die vergangenen Olympischen Spiele war sie fast täglich dort oben. Wir gehen an meinen Lieblingsplatz. Es ist einfach schön zum Entspannen. Ich hatte 1 Stunde Mittagpause und habe mich dort einfach hingesetzt, wenn es schönes Wetter war. Mit Turnschuhen durch den Schnee. Nasse Füße können Aljona Savtschenko nicht aufhalten. Sie doch nicht, die auf ihrem Weg so viele Hürden überwinden musste. Olympia 2018 in Südkorea. Für Aljona Savtschenko mit 34 Jahren die 5. Spiele. Die ersten für ihren Partner Bruno Massot. Als Weltmeisterschaftszweite des Vorjahres zählen sie zum Favoritenkreis. Und jetzt der Salcho. Der Salcho, den sie vorhin dreifach gesprungen sind. Jetzt springt er nur doppelt. Das ist ein Klops, das hätte nicht passieren dürfen. Sie hat mich großartig unterstützt. Ich hatte Angst vor ihrer Reaktion, weil es ja um das Ziel ihres Lebens ging. Um das meines Lebens auch, aber ich habe es versaut. Es tat mir so leid für uns beide. Nur Platz 4 nach dem Kurzprogramm. Ich war mir sicher, das wird nichts. Sie wird frustriert in das Karriereende gehen und sie wird nie Gold gewonnen haben. Nur eine verliert den Glauben nicht. Das Ende kann nicht so schlimm sein, wie ich mir jetzt vorstelle. Es muss was Besonderes morgen passieren. Aljona Savtschenko, geboren in Obuchow in der Ukraine. Mit 3 Jahren steht sie zum ersten Mal auf Schlittschuhen. Später geht es mehrmals in der Woche zum Training ins 50 Kilometer entfernte Kiew. Um 4 hat Wecker geklingelt, ins Bus rein und 2 Stunden zur Eishalle, weil um 6 ging das Training los. Meine Eltern haben viel Eiskunstlauf geguckt und ich habe zu meinem Papa gesagt, ich möchte da so laufen wie die, also wie die Weltmeister und Olympiasieger. Mit 13 Jahren lässt sie sich zum Paarlauf überzeugen. Habe ich gesagt, ach, sowas mache ich nie, dass ich mich auf Partner verlasse und wenn er stürzt, dann bin ich auch da. Eine Vorahnung auf das, was später in der Karriere passieren sollte. Zürich Mitte Februar. Savtschenko und Massot treten auf bei der Show Art on Ice. Sie haben sich nach ihrem Olympiasieg und dem anschließenden WM-Titel eine Auszeit genommen. Mindestens ein Jahr ohne Wettbewerbe. Wie ist das, mal ohne diesen Wettkampfdruck zu leben? Ich habe keinen Wettkampfdruck. Also für mich, Wettkampf ist ein Genuss. Deswegen ist es halt anders als mit Bruno. Bruno mag das nicht und ich liebe das.
Mit Bruno Massot gemeinsam geht es aber jetzt nicht um Medaillen, sondern darum, Geld zu verdienen. Solche Auftritte sind lukrativ. Aljona Savchenko war schon häufig in Zürich dabei, ist hier auch mit ihrem früheren langjährigen Partner aufgetreten. 2003 kommt Savchenko aus der Ukraine nach Chemnitz zu einem Probetraining mit dem Greifswalder Robin Scholkowy und bleibt. Trainiert wird das neue Paar von Ingo Steuer, dem ehemaligen Spitzenläufer. Steuer übernimmt auch Choreografien, Management und Öffentlichkeitsarbeit für das neu formierte Paar. Ich bin derjenige, der sagt, wo es lang geht, und die zwei, die müssen marschieren. Diese Ansprache hat Robin Scholkowy früher täglich gehört. 11 Jahre hat er mit Steuer und Savchenko verbracht. Wir konnten gut Eis laufen, der Ingo konnte uns gute Sachen vormachen, wir haben sie super nachgemacht. Aber Kommunikation miteinander auf einer freundschaftlichen, unkomplizierten Basis war ganz weit weg. Du hast zu sagen und wir nehmen von jedem was in einen Topf und schmeißen in das gleiche Richtung. So, das hat's gefehlt. Aber er hat aus uns beiden das gemacht, was wir beide halt geschafft haben. Und da ist er einfach unwahrscheinlich talentiert. Silber bei der EM 2006. Savchenko hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Olympia steht bevor. Aber dann die Nachricht. Das NOK will Trainer Ingo Steuer von den Spielen ausschließen. Grund: neue Details zu seiner Arbeit für die DDR-Staatssicherheit. Als IM Thorsten hat Steuer in den 80er Jahren über Kameraden berichtet. Dem Paar wird von Funktionären geraten, einem anderen Trainer zu vertrauen. Wenn der Ingo, unser Trainer, nicht dabei ist, ne, da bin ich auch nicht dabei. Für uns war wie, was soll das jetzt? Also um was geht's? Weil wir machen Sport. Wir wollen nur aufs Eis gehen und einfach unsere Arbeit zeigen, was wir lieben. Also ich weiß, dass es mir ziemlich schlecht ging, und ich glaube auch, dass es uns allen dreien ziemlich schlecht ging. Wir haben da eigentlich nie wirklich drüber geredet, also zumindest nicht zu dritt. Es war einer der härtesten Momente, in meinem Leben zumindest, in meinem Eislaufleben. Und ich glaube, ich war auch noch nie so alleine wie damals. Die Sprachbarriere war ja dann immer noch da bei der Aljona, klar, konnte sie sich verständigen. Aber gerade bei so einem Thema reicht dann halt so ein Basiskurs Deutsch, reicht dann halt nicht aus. Aber auch eben alleingelassen von Verbandsseite. Das Berliner Landgericht entscheidet 4 Tage vor Olympia. Trainer Ingo Steuer darf nach Turin. Dieser Fall aber beschäftigt Politik und Medien auch während der Spiele in Turin. Lässt den 6. Platz von Savchenko und Scholkowy zur Randnotiz werden. Der Trainer verknüpft sein Schicksal mit dem des Paares. Wir sind das beste Team in Deutschland, und das sollte auch Deutschland begreifen, dass sie an uns was haben und dass wir auch noch ganz viel schaffen werden, wenn wir zusammenbleiben. Ingo Steuer und Aljona Savchenko verbindet mehr als das Eislaufen. Das hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass Ingo Steuer in Aljona seine Traumfrau gesehen hat. Und zwar nicht nur im Leben, sondern vor allem auch auf dem Eis. Das wäre für ihn die Traumpartnerin gewesen, mit der hätte er auch Olympiasieger werden können. Und das hat sich, glaube ich, das konnte man deutlich sehen, mehr und mehr in die falsche Richtung entwickelt. Da, glaube ich, hat er eine Stufe auch betreten, die man als Trainer vielleicht nicht betreten sollte. Noch einmal so, gehst vom Eis. Was gibt's hier für Diskussionen, ha, Fräulein? Die Beziehung natürlich war schwer, weil wenn so Privates war Problem, dann Eis war auch Problem. Also es war nicht einfach. Das Ganze ging überhaupt nicht, muss man einfach so sagen. Ganz einfaches Beispiel. Ich komme zum Training und in Ingo seine Bürotür ist verschlossen. Also nicht abgeschlossen, aber die Tür ist zu. Und Aljona ist alleine und wärmt sich auf. So, da wusste ich schon immer, alles klar. Mama und Papa haben sich gerade wieder gestritten.
das wird wieder toll. Eigentlich kannst du gleich nach Hause gehen. Sie hätten es leichter, wenn sie sich von Ingo Steuer trennen, wird dem Paar immer wieder signalisiert. Für sie keine Option. Wir hatten Medaillen und das, was zählt. Egal, wie wir miteinander umgegangen sind, das letzte Stück war da. Und wir wollten treu bleiben. Also wir wollten gar nichts wechseln, weil wir zufrieden waren. 2007 der erste große Titel für die Zweckgemeinschaft. Gold bei der Europameisterschaft. Dann liefen wir einfach fehlerfrei. Einfach so gut, dass wenn man läuft, selber Gänsehaut kriegt. Und schon beim dritten Element habe ich gefühlt, es ist was Gigantisches, es läuft, die ganze Halle steht hinter dir. Ein seltenes Gefühl für das Paar, das Trio, das sich oft von Feinden umstellt sieht. Savchenko und Scholkowy, bald auch Weltmeister, müssen ihren Trainer selbst bezahlen, weil die Eislauf-Union Steuer wegen seiner Stasi-Vergangenheit nicht beschäftigt. Sponsoren finden sich lange nicht. Die beiden sind Stars, aber nur in ihrer Szene. Kein Eisprinzenpaar der Herzen wie in den 60ern Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler. Also einmal ist eben Eiskunstlauf in Deutschland nicht so groß, wie es mal war. Anderer Punkt ist natürlich, dass unser Team immer irgendwie umstritten war, die Zusammenstellung. Ich sehe jetzt nicht unbedingt aus wie der klassische Deutsche. Die Aljona aus der Ukraine mit gebrochenem Deutsch. Dann der Ingo mit seiner Stasi-Vergangenheit. Sie will zudem immer nur trainieren und nicht posieren, bei Galas oder Empfängen. Ich denke mal, für anderen Land ist egal, wie viel du beim roten Teppich vorbeiläufst. Wenn du Medaille bringst für die Land, ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. War es aber richtig, dem Streben nach Medaillen alles unterzuordnen? Heute, als sie längst in Oberstdorf lebt, hat Aljona Savchenko einen kritischen Blick auf ihr früheres Leben. In Chemnitz war ich so sehr fokussiert am Eiskunstlauf und nur auf Eis und das ganze Leben abseits von Eis war gar kein Leben. Das ist eine absolute Zicke gewesen in dieser Zeit. Absolut zerfressen vom eigenen Ehrgeiz. Einfach da ein Touch too much. Warte, hier, glaube ich. Bis zu dieser Lockerheit wird es ein weiter Weg sein. Sind noch viele Enttäuschungen zu überwinden. Olympia, Vancouver 2010. Savchenko und Scholkowy liegen vor der Kür auf dem 2. Platz. Sie wollen das Ding gewinnen. Und sie liegen ganz kurz davor. Gutes Tempo, schöner Schwung zum Tolup. Schwierige Sprungsequenz. Dreifach Tolup. Sie nur doppelt. Zweiter Tolup nur doppelt. Gut in der Luft, Wurflip, sauber gelandet, super. Nein! Doppelachselsturz von Robin. Da ist es, das befürchtete Schicksal einer Paarläuferin. Sie wollten Gold und holen Bronze. Es war eine Enttäuschung, klar. Aber ja, habe ich geweint und habe ich gesagt, okay, es geht weiter. Aufgemuntert wurde bei uns niemand. Ich war der schuld war, logisch.
Ich war oft schuld, auch für Sachen, wo ich nichts dafür konnte, aber einer musste ja schuld sein. Also in mir hat es oft gebrodelt und auch lange Zeit gebrodelt. Aber das war für mich einfach klar, ich will auch den Erfolg. Und das ist eben dann eben leider der Preis, den ich eben zahlen muss. Auch sie steckt viel ein. Das Streben nach Perfektion. Für Aljona Savtschenko eine Lebensaufgabe. Wie stark muss man sein, dass man sowas jetzt einfach wegsteckt? So stark wie ich. Es gehört zum Training. Es ist leider so, es ist kein Kaffee und Kuchen und Schokolade, sondern auch bittere Schmerzen. 5 Weltmeistertitel für Savtschenko und Scholkowy. Höher, weiter, schwieriger. Wenn ich an mich nicht glaube, glaubt an mich keiner. So, ich muss mir Weg selber machen, wenn ich was erreichen will. Risse treten auf im Team, werden immer deutlicher. Aber der Lebenstraum Olympiagold eint sie noch ein letztes Mal. Sotschi 2014. Nach 51 Sekunden der Kür ist für die großen Favoriten der Traum vorbei. Die zweite Olympia-Bronzemedaille. Genauso ungeliebt wie die erste. Die waren tatsächlich im Keller. Ich habe gesagt, ich lasse die nicht raus, bis ich Olympia habe. 2018 also will sie die Medaillen aus dem Keller holen. Mit der Kür. Nach Bruno Massots Fehler im Kurzprogramm liegen sie auf Platz 4. Ist Gold weit weg. Phänomenal, Auftakt, Twist, dreifach. Höchster Schwierigkeitsgrad. Level 4. Ausgezeichnet. Wurfflip, souverän. Oben links die grünen Kästchen. Heißt, jedes der Elemente, das Sie eben gesehen haben, wurde mit Punkten bis zu +3 aufgewertet. Wenn alles klappt, man will mehr machen und dann passieren Fehler. Und ich habe mich wirklich zurückgehalten, habe gesagt, du musst konzentrieren bis zu Ende. Für den Olympiatraum hat sie 2014 ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Zunächst entzweit sich das Paar Savtschenko-Scholkowy an der Frage, was nach der Bronzemedaille von Sotschi kommt. Er will mit ihr Shows laufen, Geld verdienen. Sie sucht gemeinsam mit Trainer Steuer bereits nach einem neuen Partner für Wettkämpfe. Leider haben sie halt den Moment verpasst, um mich wirklich 100%ig aufzuklären oder mich eben als vollwertiges Mitglied zu sehen und nicht nur als Mittel zum Zweck irgendwie. Ich habe mir auch gewünscht, dass man besser auseinandergeht, aber es ist so, wie es ist und man muss mit dieser Situation leben. Im für Eiskunstläuferinnen fast biblischen Alter von 30 Jahren kann für sie nicht Schluss sein. Ich bin nicht am Ende meiner Karriere, was ich sage, okay, ich habe geschafft und das reicht mir. Da habe ich zu viel Energie. Also man fühlt das. Und da habe ich gesagt, nee, es muss weitergehen. Mit ihm, dem Franzosen Bruno Massot. Mit seiner damaligen Partnerin ist er gerade 15. bei der WM geworden. Ich kannte Bruno nur sehr oberflächlich und dachte auch, naja, ein relativ
großer, leicht, ja, nicht übergewichtig, aber doch fülliger, großer Mann. Wie passt das? Nach einigen Monaten der nächste Umbruch. Savchenko und Massot verlassen im Herbst 2014 Chemnitz und trennen sich von Ingo Steuer, den sie als Trainer erneut selbst bezahlen müssten. Wir wollten bei ihm bleiben, aber es war dann finanziell für uns nicht möglich und er wollte keinen Kompromiss finden. Und für mich war dann klar, alles, was passiert, ist passiert zum Besten. So, ich war fertig mit allen. So, es war für mich Buch geschlossen, Schluss. Umzug nach Oberstdorf. Alexander König und Jean-François Ballester sind die neuen Trainer. Es ist das erste Mal, dass König ein Paar mit solchen Ambitionen betreut. Sie die Weltmeisterin und ihn das 5 Jahre jüngere Talent. Das war fürchterlich. Die zwei als Team zu formen, war eine große Herausforderung für mich. Weil eben gerade diese Unterschiede extrem waren. Der Bruno wollte ein Star werden und sie war schon ein Star. Und da gab es immer wieder ein paar Streitigkeiten im Training, so nach dem Motto, ja, jetzt machst du das, was ich sage, ich bin ja schließlich schon der Star. Ja, und er so, ja, du, komm mal runter von dem großen Ross da. Ne? Französisches Savoir-vivre, deutsch-ukrainische Disziplin. Aljona ist, wie soll ich das beschreiben? Ich würde nicht sagen, dass die ukrainische Armee dahinter steckt, aber sie ist auf den Sport fokussiert wie niemand sonst. Wenn sie eine Idee hat, wird sie die verwirklichen. Ich trainiere hart, will aber auch Spaß auf dem Eis haben. Erst nach einem Jahr gibt der französische Verband Massot frei. Savchenko und er müssen ganz unten anfangen, bei zweitklassigen Wettkämpfen wie der Tallinn Trophy. Was mache ich hier? Warum mache ich mir? Was tue ich mir an? Ist das richtig, was ich mache? Also diese Wettkämpfe, wo kein Mensch da sitzt, nach 10.000 kommt 0. Auch Savchenko und Massot leiden darunter, nur wenig finanzielle Unterstützung zu bekommen. Es ärgert mich immer noch, weil ich finde, wir sind einzige Sportler, also die in so einem Niveau sind, wo keine Sponsoren haben. Außer Bundeswehr und Sporthilfe. Ohne die hätten wir gar nicht den Sport gemacht. Also wir hätten gar keine Chance zu trainieren. In Oberstdorf. Und an einem Abend nach dem Training lernt Aljona Savchenko hier einen Künstler aus England kennen. Liam Cross. Inzwischen sind die beiden verheiratet. Lieber Mann, voll entspannt, also ja, meine Seele. Auch Trainer Alexander König sorgt für Entspannung. Savchenko erlebt ganz andere Übungseinheiten als früher. Majestätische Pose machen. Herr König hat mir vertraut, ich habe ihm vertraut. Wir haben tolles Miteinandergefühl. Also es ist halt sehr wichtig, dass man halt auch Kommunikation hat im Team und richtige Kommunikation. Die Kombination aus Alexander König, Trainer, und Liam Cross, ihrem späteren Ehemann, das hat aus ihr einfach einen viel weicheren Kern gemacht. Sie hat zwar dieses Kämpferherz auf dem Eis behalten, aber alle in der Eiskunstlaufwelt, vom Verband bis zu Eiskunstläufern, haben gesagt, ich erkenne die gar nicht mehr wieder. Dieses Lachen ist nicht gespielt. Sie ist offener, akzeptiert auch andere Meinungen, hört sich auch mal andere Meinungen bewusst an, um ihre eigene etwas zu reflektieren. Ich glaube, da hat sie in der Persönlichkeit einen großen Schritt gemacht. Oberstdorf, ihr Lieblingsort. Auch der Umzug hat sie verändert. Die Ketten von früher gesprengt.
Ich glaube, das war die beste Entscheidung im Leben, was ich gemacht habe. Neue Partner, neue Trainer. Ich glaube auch, diese ganze Natur hat mich ein bisschen beruhigt für das, was ich auf Eis mache. Das alles hat mir diese Freiheit gegeben. Also Freiheit heißt von innerer Freiheit, das Gefühl haben, zu fliegen, ohne dass jemand zurückhält. Die letzte Hürde wird auch noch überwunden. Bruno Massot bekommt den deutschen Pass. Für die Zweiten der vergangenen WM ist der Weg zu Olympia frei. Ob das 3. Platz oder 4. oder 5. oder 10. ist ja egal. Ziel war Olympiagold. Hier in Pyeongchang, die Aufholjagd in der Kür. Ja, dreifach toll. Spitze. Wurf Salchow. Mein Gott, was geht jetzt hier ab? Ne? Und die wurden ja auch so durch die Kür getragen, wie auf einer Welle von Element zu Element. Und das war, ja, also in mir war die totale Stille. Bravo, Aljona Savchenko, Bruno Massot. Es ist eine Wahnsinnskür. Vielleicht wird es ja noch Gold. Vielleicht geschieht heute noch das Wunder. Nie gab es bislang mehr Punkte für eine Kür. Weltrekord. Aber 3 Paare folgen noch. Keines ist besser als Savchenko und Massot. Und diese beiden schaffen es. Gestern waren sie mit den Nerven fertig und jetzt gewinnen Aljona Savchenko und Bruno Massot Gold im Paarlauf. Mein Traum von klein, also 30 Jahre Arbeit und nach 5 Mal Olympia endlich geschafft. Das war eine der größten Stärken unseres Teams, dass sie nie aufgegeben hat. She never gave up. Never, never, never. Es sind die vielen Stunden, wissen Sie, die Arbeit. Das ist so Glückseligkeit. Dass sich beide Sportler so mit der Musik verbunden haben und in Trance gelaufen sind, das hat es eigentlich so noch nie gegeben. Und deswegen hat es auch Millionen so bewegt. Das wird eine Kür für die Ewigkeit sein. Seitdem ist gut ein Jahr vergangen. Ein Jahr voller Showauftritte, Fernsehinterviews und Ehrungen. Zum Nachdenken ist Aljona Savchenko kaum gekommen. Ob sie und Bruno Massot noch einmal in den Wettkampfbetrieb zurückkehren, das ist noch nicht entschieden. Jedenfalls aber hat sie aufgeräumt zu Hause. Die Bronzemedaillen zu der goldenen ins Wohnzimmer gebracht. Also die sind jetzt zusammen. Die gehören alle zusammen natürlich. Das ist mein Weg, mein Leben und ja.